Ja, willkommen beim IKW Wanroy 2026. Hier in Holland drehen sie wieder alle am Rad. Das ist hier immer so unkompliziert, das Treffen. Hier kannst du auch mit jedem Fahrzeug ankommen, wie du willst. Hier kümmert es keinen, ob total toller T1, toller T2 oder total schäbige Ratte. Die haben hier einfach alle Spaß, die Leute. Ich hoffe, ihr seid wieder dabei bei diesem Video und lasst es euch einfach gefallen, die Eindrücke. Heute ist Freitag, der 19. Lakwerk, hè? Schöne Hackmesserfelgen. Ja, was soll ich wieder dazu erzählen? Also letztendlich hier die Holländer, die nehmen sich selber alle nicht so ganz ernst. Ne? Ich finde das einfach total toll. Die sind, wie sie sind. Da können wir uns persönlich als Deutsche noch eine ganz große Scheibe von abschneiden. Einfach mal machen, ohne sich komplett ernst zu nehmen. Die haben hier echt Spaß. Es tut mir leid, dass meine Frisur heute nicht so gut aussieht. Es liegt aber daran, dass ich heute völlig bei 36 Grad durchgeschwitzt bin und einfach so in den Badesee gesprungen bin. Also, alles tutti, ne? IKW Wanroy ist so eines mit der schönsten Treffen mit in Holland, würde ich sagen. Zumindest das, was ich bisher gesehen habe. Du hast ja einen mega geilen Badesee. Wenn du einmal deinen Platz reserviert hast, dann kannst du im nächsten Jahr wieder genauso den Platz bekommen. Ist halt ein bisschen, ja, nicht so planbar, beziehungsweise andersrum. Es ist eher, du musst es planen, du kannst nicht spontan hier hinkommen, weil das ist mega ausgebucht. Aber dafür hast du halt einen festen Stellplatz, den du immer wieder bekommst und kannst halt schon ein paar Monate im Voraus kaufen. Schneemann steht auch schon.
So, Samstagmorgen in Wanroij, 2026. Anstatt 35 Grad werden hier heute nur 30. Das reicht. Guckt euch das an, ey. Ist das nicht der Hit? Hier gleich mit dem Badesee dran. Und da ist das gesamte Treffen einmal drumherum. Mann, ist das schön hier unter den Kiefern. Wieder mal ein super schönes Treffen. Und über die Wärme wollen wir uns nicht beschweren, es ist endlich mal warm. Hier ist natürlich auch super, hier direkt vorne am See zu stehen. Also noch näher geht es ja nicht mehr, ne? Ist schon der Knaller hier, ne? Gar nicht so viel Werbung für machen, für dieses wunderbare, geile Treffen, ey. Ja, und am Ende hat er gesagt, was? Also ich stehe ja echt auf die BRM-Felgen. Ich glaube, die kommen auch noch auf meinem Bulli drauf. Habe ich meinen Bulli gesagt? Ups, sag das nicht meiner Frau. Das ist natürlich unser Bulli. So, jetzt geht's mal hier auf den Teilemarkt. Da ist auch mal was Tolles dabei. Schicke Dachgepäckträger. Tja, ist auch ganz schön was los, ey. Ist nicht ganz so riesig wie Hannover vom Teilemarkt her, aber auf jeden Fall genug. Auf jeden Fall wieder froh sein, wenn man als Händler hier irgendwie ein schattiges Plätzchen gefunden hat. Hammer, ey. Und alles hier immer sehr familiär. Haben alle ganz viel Spaß. Trinken da hinten, ne? Bitte? Radios gibt es ja auch. It's a radio from the taxi. It's a radio from. No, yes. It's a radio from the taxi of Mexico. You have a free function. You have a fun. Oh, ein schöner Kamangia. Die Form, die ist auch einfach zeitlos und klassisch schön, muss man echt sagen. Ja, ich probiere mal hier ein bisschen für euch die Stimmung einzufangen. Ich hoffe, mir gelingt das. Schreibt das auch gerne mal in die Kommentare, was ihr davon haltet hier von diesem Treffen. Es ist echt super schön. Das kann man nicht anders sagen. Was ich gestern auch schon gesagt habe, man kann hier gut oder man muss hier sogar vorreservieren, dann hast du aber auch einen festen Platz und den bekommst du jedes Jahr wieder, wenn du die Early Bird Tickets nimmst. Ist schon cool. Und der Markisen- und Zeltmann ist auch wieder da. Der macht die alle selber. Individuell. Und einer hat sich selber was gebaut. Zum alten Koffer. Ja, und das gesamte Treffen zieht sich hier quasi um den See rum. Ist so ein bisschen wie Wesel. Aber anders. Die Holländer, die sind einfach
anders drauf. Kann man schwer beschreiben. Auf jeden Fall super geil drauf. Und wer glaubt, dass das hier schon alles war, hier geht es noch weiter mit dem Teilemarkt. Da hinten, da hört man das schon. Da ist schon wieder das Event, wo du halt mit Buggies und Käfer und Bullis, was auch immer, durch Matsch und Schlamm fahren kannst. Das gucken wir uns gleich auch nochmal an. Ja, cooler Bulli. Aber der ist weg. Aber wir könnten natürlich auch so einen Käfer hier aufbauen mit so einem Motor. Nicht. Kinder wollen Bulli. Kann ich verstehen. Also wer sich dieses Video vom letzten Jahr anguckt, wo ich hier war mit meiner Family in Wanroy, da ist es so, da konntest du halt wirklich dann dir Buggies mieten. Dann kannst du einfach durch Matsch und Schlamm durch den Wald heizen. Ich glaube, das ist auch einmalig. Ich wüsste nicht, dass es sowas in Deutschland gibt. Anscheinend sehen die das alles hier ein bisschen lockerer. Wieder ein wunderschönes Exemplar zu verkaufen, ja? Was wollen sie denn dafür haben? 12.350 €. Das ist doch sogar fair. Mit ein bisschen Patina. Ja, wer drauf steht, also ich würde die Patina lassen. Wenn man hier mal durch den Schatten geht, das ist total super angenehm. So, und da hinten stehen die jetzt. Die Buggies, die man sich mieten kann. Und jetzt weiß ich auch, wofür der Wasserwerfer da hinten ist. Damit er das da alles schön richtig matschig und schlammig macht. Damit die Leute so richtig schön eingesaut sind. So ehrlich gesagt, diese Fahrzeuge, die können auch nicht groß im Einsatz gewesen sein. Die sind mir noch viel zu sauber. Aber man hört es im Hintergrund schon. So, hier kannst du dich also komplett einsauen, wenn du willst. Ups, da hat es wohl mal einen zerlegt. Hier sieht man eingesaute Menschen. Der war letztes Jahr auch schon dabei. Hier sitzt man in der Mitte und lenkt und fährt. Total irre. Der wohl eine Straßenzulassung hat? Oder TÜV bekommen? Wer da durchfährt, der ist so richtig eingesaut. Oh, der ist ja schon fast leise, ey. Ups. So, hier kannst du das also drüber buchen. So, auf geht's. Neue Runde. Wieder Spaß. Das ist doch so bekloppt, ey. Aber da sitzt der Fahrer. Die wollten wohl auch mal eine Runde fahren mit ihrem Caddy-Car hier. Alter Falter, sind die dreckig. Oh, jetzt geht's ab, ey.
So, also die haben da echt Spaß, habt ihr ja gesehen, ne? Also wer das will, kann das gerne machen und sich so richtig einsauen lassen. Aber die haben einfach nur Spaß hier. So, jetzt machen wir mal unseren Rundgang weiter Richtung See und dann stehen da hinten noch die ganzen Show and Shine Cars. So, führen wir unseren Rundgang hier weiter an den anderen Ständen vorbei. Es ist so ein bisschen wie so ein Teileflohmarkt, muss ich hier sagen. Einfach so, ja, wer Bock hat, verkauft was. Da muss ich sagen, hast aber auch ganz schön viel Platz drin. Das ist aber mal eine deutliche Erweiterung zum Bulli, ne? Nicht schlecht. Und da sind wieder die BRM-Felgen. Stark. Jetzt habe ich gerade noch mal geguckt, das sind aber 17 Zöller sogar. Wenn ich ehrlich bin, steht das dem Bus. Ist ja am Ende auch Geschmackssache. Finde ich aber cool. Und weil es heute ja so unglaublich kalt ist, wer braucht denn noch eine flauschige Jacke, ey, bei 30 Grad? Eieiei. So, Tröten kannst du ja auch noch kaufen, falls du noch nichts hast. Es ist der Knaller, ey. Also wie gesagt, wir wollen uns hier nicht über das Wetter beschweren. Anfang der Woche bin ich noch im Pullover und T-Shirt rumgelaufen. Quatsch, Pullover und Jacke rumgelaufen. Heute kannst du hier eigentlich nur noch nackig rumlaufen, so heiß ist es. Im Hintergrund der Badesee und überall verteilt sich der Teilemarkt und die ganzen luftgekühlten Volkswagen. So, und dann geht das hier auf dem Teilemarkt weiter. So, und schicke Felgen kann man ja auch noch kaufen. Baby T. Ja, gut. Ja, es geht weiter. Donnerwetter, ey. So, und jetzt kommen wir hier quasi am Ende ist auch falsch. Jetzt kommt man hier quasi wieder an diesen ganzen Show and Shine Gedöns an. Wer also möchte, kann hier auch noch seine Fahrzeuge ausstellen, kriegt hier noch eine tolle Bewertung. Hier, wie habe ich auch gesehen, Käfer kann man auch noch gewinnen. Die beiden haben auch hingefunden. Ja, jetzt hier im Schatten lässt sich natürlich super aushalten. So, was haben wir denn hier noch Schönes? Ja, ein Bulli, ich sehe ganz viele. Ja. Da ist natürlich auch Platz, ne? Hat sich auch einer Mühe gegeben. So, jetzt höre ich gerade Stereo. Hier kriegst du gerade so ein bisschen leichten Föhn. Links höre ich irgendeine Musik und rechts höre ich eine andere Musik. Die haben ja auch alle Spaß. Sehr, sehr geil, hier so einen Platz zu bekommen. Ihr habt recht, Mädels. Ein Hello Kitty Motor. Ist da auch Kitty Cat drin?
Ach, hier ist wieder der DJ, der noch Platten auflegt. Viel nog mee. Das ist doch mal cool. Deze viel mee. Het was uiteindelijk, want ik ging zeg maar. Het laatste plekje wordt weer Ik gevoeld. instapte, hoorde ik hem zeggen, we hebben nog een kwartier. Ob der geringfügig ein paar PS hat? Also ich bin mir ja nicht sicher. 34 PS plus. Hier ist noch so eine tolle Grill-Feuerstelle. Gibt's da noch was hinzuzufügen? Ja, und Fressmeile im Hintergrund habt ihr natürlich auch noch, ne? Also da könnt ihr auch noch ein bisschen euch was da rein inhalieren. Eiswagen, Fritten, Bier, was auch immer. Da hinter den Kiefernbäumen, da ist abends wieder Party. Da war gestern auch sehr entspannte Partynacht. Gefühlt ist das noch mehr geworden hier. Dat mag best een pulsje zijn, maar af en toe laat het weer eens. We hebben hier op het Amfibuur. Die zou je weer met die echt uit het water hebben. Dat is Ja, immer noch schön. Ja, ein Kamangier ist und bleibt einfach schön. Das stimmt. Ich glaube, das ist das einzige Auto, wo ich noch nicht drin mitgefahren bin. Ich auch nicht. Ik zie iemand in de weg lopen. Hou hem even aan de kant. Mit Honda-Motor. Eieiei. So tief geschüsselte
Felgen wie im Originaldesign, sag ich mal, die sehen auch immer klasse aus, oder? So, jetzt ist hier gleich erstmal Schluss. So, und wo die da jetzt mit ihrem Rad hinfahren, da im Hintergrund, wo die großen Rutschen sind. Und da ist noch eine Hüpfburg. Wenn man da reingeht, da ist noch ein Freizeitpark für Kinder. So ein bisschen, ja, im Kleinen ein Freizeitpark. Da kann man kostenfrei das alles mit den Kindern auch noch nutzen. Ansonsten hat man hier echt das Gefühl, man ist hier absolut im Kurzurlaub, oder? Ist das der Knaller? Hä? Das ist alles im Preis mit inbegriffen. Ich habe jetzt pro Person am Early Bird Ticket für 2 Tage 56 € bezahlt. Also für meine Frau auch nochmal 56 € und Kinder bis 13 Jahre sind hier komplett kostenfrei. Die zahlen gar nichts. Ja, und wie gesagt, ihr habt hier die Möglichkeit zu campen. Ihr könnt auch schon donnerstags anreisen, das ist recht teuer. Da hat mein Bruder noch für den Donnerstag selbst 100 € bezahlt für eine Nacht. Aber wenn ihr hier halt von Freitags bis Sonntags bleibt, dann sind es 56 € pro Person mit dem Early Bird Ticket und wie gesagt, Kinder bis 13 Jahre kostenfrei. Und dann habt ihr halt hier das gesamte Treffen mit DJ abends hier, Liveband ist hier glaube ich heute, Fußball-WM 2026, ja, wird hier auch noch übertragen. Und diesen kleinen Freizeitpark hier bei Vakantje Park de Bergen, der ist noch kostenfrei mit dabei. Also, so nennt sich das hier. Buitenspeltuin. Ich kann es wahrscheinlich wieder nur falsch aussprechen. Ist dann geöffnet von 10 bis 19 Uhr. Und beginnt hier vorne. Ist so ein bisschen Hüppeburg. Ne? Und ja, dahinter erstreckt sich dann noch so ein kleiner Freizeitpark. Und irgendwo da hinten bei den Kiefern, da stehen wir. Nicht weit vom Wasser entfernt. Ein ganz tolles Treffen. Oh, jetzt geht hier ein Wind, das ist eine Herrlichkeit. Die Leute suchen natürlich auch alle jetzt Schatten. Völlig verständlich. Mittagszeit, Sonne steht am höchsten. Mal schauen, was ich noch für euch so ein bisschen filmen kann. Ansonsten, wenn es euch bis hierhin schon mal gefallen hat und ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, dann würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn ihr das einfach tut. Weil da helft ihr mir mit, dass der Kanal wächst und es kostet euch auch nichts. Ne? Danke. Ja, auch der stand hier letztes Jahr schon. Das ist ein ganz tolles Gespann. Bei dem Modell komme ich gerade nicht mehr drauf, was es war, aber schön gemacht. Jetzt geht es erstmal wieder zurück zu unserem Bulli. Aber gut, das ist auch nicht weit bis zum Wasser. Vielleicht geht es da auch gleich auch erstmal wieder rein. Wie gesagt, bei 30 Grad hier aktuell ist das eine willkommene Abwechslung. Da haben wir noch ein Constructem, auch ein total tolles Modell, muss ich sagen. Haben wir uns auch mal angeschaut. Cool. Und was bei den Holländern auch noch normal ist, ist, dass sie sich einfach da nicht anstellen, wenn einer mit einem normalen Auto auch mal kommt. Platz ist gebucht, soll natürlich keine Überhand nehmen. Am Ende ist es ein luftgekühltes Treffen. Aber das ist hier sowas von entspannt, kann man einfach nur so sagen. Tiefenentspannt. Und wenn du einmal tolle Nachbarn hast, dann triffst du die jedes Jahr wieder, weil die kriegen exakt denselben Platz wieder. Das ist der Riesenvorteil hier. Ja, hier mit den Telefonfelgen von Porsche. Hat auch was. Fuchsfelge, einen richtig großen Reifen drauf.
Ja, die sehen das hier total unkompliziert mit dieser Cruise-Geschichte. Der Heineken-Bus. Oh, schön, mit Anhänger dahinter. Ja, mit dem Sturz da hinten läuft das Lager trocken.